So here I am. Good morning. Just the day, next day. I don't know which one it is. This side is all like kind of glued together, and this side as well. I'm going to take the glasses off. Taking off the glasses hurt more than pressing these things out. After I did that, pressing them out like you've seen it, a few hours later, I did the same thing again, and then another few hours later, I did that same thing again. You know, so because you see it only once here happening, because I'm sitting in the living room or somewhere else, you know, and suddenly on the computer probably, and suddenly it starts to itch, then I have to start doing it again, you know. So genauso das, was ihr da gerade gesehen habt vorhin. Ja gut, die Fussel habt ihr gerade gesehen, die habe ich vom Bett geholt. Mal sehen, was sie später sein wird. Und so gestern, was ihr auch gesehen habt, wie ich meine Sachen ausdrücke und das Blut läuft runter. Ein paar Stunden später habe ich das gleiche nochmal gemacht. Und weitere 1-2 Stunden später oder so ungefähr, habe ich das nochmal machen müssen. Ne? Also da war schon sehr, sehr spät, da juckt es hier. It's itching here. The ear is itching me. Maybe this is next, you know. So, and now, ja, das Ohr juckt. Und so jetzt bin ich halt aufgestanden. Ich habe wieder Antibiotika angefangen, seit 3 Tagen zu nehmen, aber meine Füße haben sich wieder angefangen zu schwellen, Ödeme, also muss ich es wieder abbrechen und ein anderes Medikament nehmen, damit das weggeht. Also, aber trotzdem hilft es, auch wenn es nur ein paar Tage sind, denn das geht dann weg, ja. Und hier habe ich ja gezeigt, hier habe ich ein Bläschen gefunden, tief unten. Das war so wie Hornhaut, man ist nicht durchgekommen, aber ich habe weitergemacht, weil mein Verstand, mein Instinkt sagt mir, da drunten ist was, you know. My instinct tells me that there is something, even if I cannot feel anything, you know. So, und hier oben ist eine oben am Knuckle. Ah, gut, ist nicht einmal vorgeklebt. Didn't even get stuck to it, look at this. Can you see it without glasses? I don't see anything. Okay. So this is how it oozed out. And here, that was actually closed. That was it crushed, yes. But I kept going, and Staphylococcus aureus was there indeed. You know, I heard it crunching. Like, ich habe es crunchen gehört, ne? Like crunch, crunch, crunch. Dieses Bläschen, ne? Und hier, careful, ja. There's just pus there. Da ist nur Eiter ein bisschen. Das andere hat ein bisschen mehr gehabt, weil es war frischer. And here, it's not much visible there. Where is it on there? It's not much visible, but it goes underneath the skin, underneath the tissue. So, es geht unter die Haut, also ins Gewebe hinein. Da habe ich sehr viel gesucht. Ne? There was a lot of going on here. There's also where the wart is, you know. Here there's lots of action. So, this is how my thumb still looks, like this area. And the other one is as good as clean, you know. So, also the fingers are good as clean. Antibiotika did that, you know. Antibiotika haben das getan. Aber 6 Jahre lang konnte nichts gemacht werden, weil die Dermatologen zu deppert waren, mir was zu machen. Cortison haben die mir verschrieben. Das hat auch nur vorläufig geholfen. Ja, hat die Haut wieder schön gemacht, aber diese Krankheit ist weiter gelaufen. Diese Staphylococcus aureus, ne? Ja, Cortison. Wie wär's denn mit Antibiotika, oder? So, die wollten mich bloß zur Seite tun, wieder so aufbewahren. Mich zur Seite tun, ein bisschen heilen, aber die Krankheit soll weiterlaufen. So, it was just like somebody puts you in a coma, you know? They put you on the side, but still the disease is running. And you're healing minimum, but the disease is running. Get it? So, and now, yes, I'm going to show you this on the right side here. It's kind of stuck together, everything, and I have to make it wet again to loosen it, you know. So, I wonder if you can see this. No, here. The biopsy threads are still there. Die Biopsiefäden sind noch da. Mal checken, wie die Kamera läuft. Ja. I have to check how the camera, what I'm pointing the camera at, you know, all the time to make sure I'm filming what I need to film. Like you've seen those eggs, right? Like after those eggs, and eventually I found that wound area right underneath above the ear right there, right? You know, this big spot.
that where I pressed all those eggs out. I think those little holes were not for one egg. Maybe there were 2, 3 or 5 eggs inside of it, you know, because these are very small eggs, you know. So die Stelle, wo ich da aufgepresst habe, die Eier geholt habe, ist genau über diesen Ohr hier, ne? Hier über denen, sind beidseitig so. Und die Löcher, die ihr dann später gesehen habt, so schön abgenagt, in einem anderen Clip oder selben Clip, bloß davor, da hat man sogar noch ein paar Bläschen auch gesehen, diese Eier, wo rausstecken bisschen. Jedes Loch ist nicht für jedes einzelne Ei da, was immer das auch ist, Ei oder nicht Ei, aber ich denke mal, da passen 3 bis 5 oder 8 Eier rein, weil das sind ja sehr, sehr klein, die Eier, ne? Und wenn man das Zeug rauskratscht, dann bekommt man viel von dem Mist mit, ne? So, und da sieht man auch, wie auch abgetrocknet es ist. Also nicht getrocknet, sondern die Flüssigkeit. Also ich würde nicht sagen, dass das Eiter war, sondern eher die Flüssigkeit der Eier, ne? Ja, vielleicht ist das auch so ein Abwehrmechanismus. Weil das ist ja hier die rechte Seite ist ja eine ganze bakterielle Infektion. Und dafür findet sich sogar Feces darunter. Feces ist ja Kacke, ne? So, diese Viecher werden ja nicht gerade extra zur Toilette irgendwo hingehen, sondern die tun es da, wo es halt gemacht werden muss, ne? Ja, hier ist halt die ganze Arbeitslastung hier. Weil auf der linken Seite sind sie ja auch, aber da ist nicht so viel von diesen Eiern. Da. So I just said, you know, this is the side of Staphylococcus aureus is some other bacteria, and because it's very bacterial infected here, and they also found feces there. So I'm saying the bug or whatever it is causing this is not going to go extra to the bathroom somewhere, right? So it's going to do its dump there where it's need to be done. So who knows, maybe it has a place where it does its dump, and I've ripped that off as well all the time, you know? Vielleicht hat ja dieser Käfer oder was immer das ist, eine bestimmte Stelle, wo er seine Kaki hinmacht. Und vielleicht ist es ein ordentlicher Käfer. Maybe it's a bug that has some, I don't know, he's clean in a way, puts it on one side, just like hippopotamus, you know, they live in those big fat cows that live in the water. Hippopotamus in Africa, they could make a dump as well in the river, right? No, they go outside and they have a place where all of them are making a dump there. So they're very clean, right? So genauso Hippopotamus, die wollen in Afrika leben, diese fetten Kühe, wo im Wasser normalerweise rumsitzen und so weiter, die sind ja auch sauber. Ne? Die gehen aus dem Wasser raus und dann tun sie dahin kacken, wo es nur dafür geeignet ist. Ne? Und das können diese Viecher genauso machen. Und vielleicht deswegen kommt auch diese Infektionen, weil wenn ich das hier alles aufgerissen habe, habe ich halt diese Toilette auch aufgerissen, weil ich ja nicht wusste gerade, dass sie Daten ist. Und das hat sich dann schön vermischt. Ja. Kann man sagen, selber schuld, aber warum sind diese Viecher überhaupt da? Ne? Naja, in deren Welt sieht meine Welt perfekt aus, um Eier zu legen. Ne? Das ist alles im Nanobereich. Alles im Mikro-, Nanobereich. Ja? Jedes Loch, wo die da rein ihre Eier legen, ist ja für den eine perfekte Location, wo man die Eier rein platzieren kann. Da sitzen die richtig schön drin. Bloß dann juckt es halt eventuell, ne? Weil vielleicht sind ja diese Eier auch mit dieser Flüssigkeit, diese klebrigen, das ist ja könnte sowas wie Patex sein, ne? Manche Leute sind vielleicht allergisch zu Patex und dann bekommen sie auch einen Hautausschlag. So, man muss alles sowas bedenken, ne? Okay, weil wenn das, wie die andere Dermatologin gesagt hat, dass das dieses Wort ist, weiß ich nicht mehr, wie es ist. Ja, das hat sie angeblich gesehen dort in meiner Probe, aber da war ja keine Flüssigkeit dabei, das war ja ausgetrocknet. So, ich weiß nicht, ob sowas einfach entstehen kann, wenn irgendwo eine Verletzung ist, dann entstehen solche Bläschen, die genauso wie Eier aussehen. Aber bei mir, wenn ich sie ja frisch raushole, dann ist sie ja voller Flüssigkeit, ne?
So that's what my last dermatologist said, that this, what I have here, is some kind of, I forgot this word again. So when she examined those crusts, dried crusts that I brought with me, and those eggs, the first sample she destroyed, you know, and then the next ones, I told her, what are you doing? You're destroying a sample, you know. She thought I'm so stupid and I bring her only one sample. So I pulled her another nice sample out. Yeah, that's it. And then she gave me prescription medication that the drugstore needs to mix up. It has like 94 or 97% alcohol in it. So might as well take sulfuric acid, you know, and pour it over me, you know. Maybe she just wants to damage me, you know, make me even more hurt. I think there are alternatives out there, but some people like to watch others suffer, you know. So, vielleicht habe ich jetzt viel geredet und ihr habt vielleicht nicht gesehen, was ich da gerade zeige, filme. Naja, vielleicht die Information war sehr wichtig, deswegen habe ich das da laufen lassen. Aber ich versuche so gut wie möglich blind zu zeigen, wo hier diese Action läuft. So, maybe I've been letting run this clip here while I was telling you all this information. It's possible that you didn't see or see it not very correctly my wound while I was talking about it. But I left it on because the information I was telling you was necessary, you know. Okay, and now I'm going to do the other side. Here, this is pretty here. My bandage was stuck on it already. Again, I had to, you know, change it a couple times in the night. And yeah, it was soaked with yellowish liquid. It was really soaked, wet. The right side. Yeah. The left side was wet, but not too wet, you know. And I have to, and this liquid here, whatever is still there, when I get it on my flesh here that is injured, then it starts to burn. Interesting, isn't it? This stuff starts to burn. I put some wound healing solution on it afterwards, and then I did it again with water because it kept going and going like that, you know. But still, this is, you know, the fresh coming out. This is what oozes out. And when I get it here, it burns. So das Zeug, wenn ich hier jetzt meine Wunden hier habe, die kleinen Wunden hier, wenn ich hier gezeigt habe, was Sache ist, dann während ich das auf meine Wunden bekommen habe, merke ich, das fängt an zu brennen hier. Es gibt keinen Grund zu brennen, nicht wahr? Weil nur wenn was draufkommt, das nicht sein sollte. Ja, okay, das war's dann auch. Gut, dann schauen wir uns später die Samples an und, ouch, ja, burnt. Ich hasse es. Dann bis später. Bye, bye.